Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um die 10 häufigsten Anfängerfehler beim Fotografieren und vor allem, wie du sie vermeiden kannst. Fehler Nummer 1: Du versteifst dich beim Fotografieren zu sehr auf die Technik deiner Kamera. Was meine ich jetzt damit, dass du dich zu sehr auf die Technik versteifst? Du hast vielleicht das Handbuch gelesen oder du hast ganz viele YouTube-Videos gesehen und dann hast du ganz viel natürlich Praxiswissen. Du hast Sachen wie technische Voraussetzungen, den ISO, die Blende und die Verschlusszeit und all das versuchst du bei deinen ersten Fotos natürlich besonders gut zu machen, besonders zu beachten. Was du dabei aber vergisst, ist das eigentliche Fotografieren, denn nur durch eigene Fehler lernst du auch. Das heißt, wenn du anfängst zu fotografieren, kannst du das ruhig mal ein bisschen ins Hintertreffen stellen. Das heißt, probier dich aus in zum Beispiel halbautomatischen Modis deiner Kamera. Lass einen Teil dieser Einstellungen einfach die Kamera für dich übernehmen. Entweder in der Blendenautomatik oder in der Verschlussautomatik. Und schau dir mal genau an, was macht jetzt deine Kamera, was stellt sie dir für Einstellungen, was schlägt sie dir für Einstellungen vor. Und die kannst du dir merken und beim nächsten Mal dann versuchen, zum Beispiel im manuellen Modus selber zu machen. Was du aber dabei nicht vergessen solltest, ist eben deinen Blick auch aufs Foto zu richten. Das heißt, was möchtest du fotografieren? Denn das kann dann sehr schnell auch mal an zweite Stelle rücken. Und dann hast du zwar alle technischen Voraussetzungen, aber dein Bild taugt nichts. Ist auch blöd. Deshalb konzentriere dich nicht nur auf die technischen Finessen, ISO, Blende und Verschlusszeit, sondern guck auch, was du fotografieren willst und konzentriere dich ein bisschen darauf. Und vielleicht hast du es noch nicht gewusst, aber es ist gar nicht schlimm, wenn die ersten Fotos oder auch zwischendurch Fotos nichts werden, denn du hast die Möglichkeit, Fotos sogar zu löschen von deiner Speicherkarte. Das ist toll, ne? Aber es ist ein Geheimtipp, nicht weiter sagen. Klassischer Fehler Nummer 2: Du fotografierst zu schnell. Tja, wie kann man jetzt zu schnell fotografieren? Fotografie, da kommt es nicht darauf an, der Erste am Spot zu sein und am schnellsten wieder weg zu sein, sondern man sollte sich Zeit nehmen zu fotografieren. Man sieht es immer wieder, ich sehe es auch immer wieder bei besonderen Hotspots. Es gibt so diese Instagram-Fotografen, die dann auf ihrer Tour einfach nur ein Foto abarbeiten wollen. Das heißt, die kommen an den Spot, machen ein Foto, zack und weiter geht's. Ich finde, fürs Fotografieren sollte man sich Zeit nehmen. Das heißt, wenn du einen bestimmten Spot fotografieren möchtest, du möchtest vielleicht einen Sonnenuntergang fotografieren, dann komm nicht 5 vor 12 dort an, dass die Sonne kurz vorm Untergehen ist, sondern plan einfach ein bisschen mehr Zeit mit ein. Konzentriere dich ein bisschen aufs Fotografieren, auf dein Motiv, wechsel vielleicht nochmal die Position und probiere dich da ein bisschen aus. Zeit ist hier ein Hauptfaktor, der verantwortlich ist für ein wirklich gutes Foto oder dafür verantwortlich ist, dass du einfach nur ein geknipstes Handyfoto für Instagram hast, wie sie alle haben. Deshalb nimm dir Zeit beim Fotografieren, plan nicht zu wenig Zeit ein, lieber eine halbe Stunde mehr einplanen und dann kommst du auch mit deiner Planung und der Ausführung des Fotos gut hin und wirst in der Regel auch mit einem guten Foto nach Hause fahren. Fehler Nummer 3: Du nutzt überwiegend die Zoom-Funktion deines Objektives, um dein Hauptmotiv möglichst groß auf dem Foto abzubilden. Auch das ist natürlich nicht ein Fehler, aber es ist einfach eine Bequemlichkeit. Denn heute gibt es natürlich super Zoom-Objektive, von Weitwinkel bis Super Tele ist dann alles in einem Objektiv mit drinne verbaut und man könnte sich theoretisch irgendwo hinsetzen, nimmst einen Stuhl, setzt dich hin und dann zoomst du auf alles, was du brauchst und machst dann ein Foto von einem Standpunkt aus. Aber das, finde ich, sind langweilige Fotos. Es sei denn natürlich, es geht nicht anders, du fotografierst irgendwo im Wildpark und möchtest Tiere fotografieren, die schreckhaft sind, dann brauchst du natürlich ein Teleobjektiv. Für alle anderen Geschichten kann ich euch wirklich nur empfehlen, versucht euch zum Beispiel auch mal mit einer Festbrennweite 35, 50 mm und dann ist der Zoom, den ihr dann verwendet, der befindet sich am unteren Ende eures Körpers. Das sind dann nämlich eure Beine und dann sucht euch eine entsprechend gute Perspektive. An Denkmälern, an Gebäuden, wo auch immer ihr dicht rangehen könnt, wo ihr selbst die Position verändern könnt, macht das, denn da werdet ihr neue Perspektiven entdecken, interessante Perspektiven entdecken und ihr werdet dann nicht nur das Fotografieren, die Perspektive beim Fotografieren schneller verstehen, schneller für euch entdecken, sondern ihr werdet definitiv die besseren Fotos machen. Also wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann verwendet nicht ausschließlich den Zoom eures Objektives, sondern bewegt euch selbst mal ein bisschen. Sucht euch neue Positionen, von denen aus ihr fotografieren könnt, das gleiche Motiv und ihr werdet sehen, eure Fotos werden wesentlich interessanter.
Fehler Nummer 4, du bist der Annahme, dass du aus deinem Foto, was nicht perfekt ist, später auf jeden Fall in Photoshop noch ein perfektes Foto machen kannst. Natürlich sind Werkzeuge wie Photoshop und Lightroom heute aus der digitalen Bildbearbeitung nicht mehr wegzudenken. Aber du kannst nicht alles damit retten. Wenn das Grundmaterial, das Grundfoto, was du gemacht hast, weil du vielleicht dir nicht genug Zeit genommen hast oder nicht mit den Einstellungen deiner Kamera richtig vertraut warst, ja, wenn das schon nicht richtig ordentlich ist, dann kannst du auch kein super Foto draus machen. Also du kannst trotz Lightroom und Photoshop aus einem schlechten Foto kein tolles Foto machen, aber du kannst aus einem guten Foto ein sehr, sehr gutes Foto machen. Das heißt, das Grundmaterial, Grundeinstellungen auf deinem Foto, auf der Kamera, die du vorgenommen hast beim Fotografieren, die müssen schon passen, damit du ein gutes Ausgangsmaterial hast, was du dann natürlich mit den Tools, die dir zum Beispiel Lightroom oder Photoshop bieten, ja, so noch das i-Tüpfelchen rausholen kannst. Also ein schlechtes Foto, viel Bildrauschen, verschwommen vielleicht, was gar nicht scharf ist oder falsch eingestellte Verschlusszeit, all das kriegst du nicht wirklich in Photoshop und Lightroom raus. Da sollte schon das Grundmaterial wirklich gut sein. Deshalb nimm dir lieber Zeit, ja auch einer der Fehler, den ich schon angesprochen habe. Nimm dir Zeit für dein Foto, mach lieber auch ein Foto mehr, damit du nachher vielleicht die Sicherheit hast, doch noch ein Reservefoto zu haben, falls das eine von den Einstellungen nicht gepasst hat. Und da versuch dich auch ein bisschen mit den Einstellungen, änder die ruhig mal ein bisschen. Und dann kannst du nachher immer noch in Lightroom das Beste deiner Rohdateien aussuchen und dann das allerbeste Foto daraus machen. Fehler Nummer 5, du verlässt dich ausschließlich auf den Automatikmodus deiner modernen Kamera. Natürlich kann man im Automatikmodus fotografieren, dafür gibt es den ja. Aber du wirst sehr schnell merken, dass du mit deinen Fotos und auch mit den Techniken der Fotografie dort an eine Grenze stößt. Und da stößt du sehr schnell drauf. Denn du guckst dir Fotos von anderen Fotografen an und denkst, Mensch, also wenn ich das fotografiere, dann sieht es aber nicht so aus. Das hat natürlich einen Grund, denn du kannst nur gewisse Sachen gut mit dem Automatikmodus fotografieren. Wenn du zum Beispiel längere Verschlusszeiten, du möchtest Nachzieher fotografieren, du möchtest lange Belichtungen fotografieren und. Du möchtest eine Gegenlichtsituation fotografieren, tja, dann wirst du in der Regel mit deinem Automatikmodus ganz schnell an die Grenzen stoßen. Das heißt, du musst dich früher oder später, wenn du dich in der Fotografie weiterentwickeln möchtest, mit den erstmal halbautomatischen Modis, Verschlussautomatik, Blendenautomatik deiner Kamera auseinandersetzen und dann wirst du auch irgendwann wahrscheinlich im manuellen Modus deiner Kamera landen. Für den Anfang kann ich dir nur raten, geh raus aus dem Automatikmodus und dann mach dich mal vertraut mit den halbautomatischen Modis. Wie gesagt, Verschlussautomatik, Blendenautomatik, denn die unterstützen dich ja in sehr, sehr großem Maße hier bei der Fotografie. Und du kannst dir mal so ein bisschen abgucken, wenn du deine Einstellung vorgenommen hast, was schlägt dir jetzt die Automatik der Kamera vor. Daraus kannst du lernen und du kannst es dann später anwenden im manuellen Modus. Also, Automatikmodus deiner Kamera, ja, das ist nett, kann man durchaus auch mal verwenden. Solltest du aber ja, eigentlich so schnell wie möglich rausgehen aus dem Automatikmodus, den wirklich nur im äußersten Notfall verwenden und lieber selber gucken, dass du die Einstellung deiner Kamera manuell vornehmen kannst. Fehler Nummer 6, du überlässt die Auswahl des richtigen ISO-Wertes ausschließlich deiner Kamera. Natürlich kann man auch die Auswahl des richtigen ISO-Wertes im Automatikmodus der Kamera überlassen. Aber du läufst natürlich dann Gefahr, dass die Kamera den ISO anders verwendet, als du es vielleicht haben möchtest. Vielleicht hast du ja einen anderen Einfluss auf die Kamera, wenn du mal aus dem ISO-Automatikmodus rausgehst. Du möchtest zum Beispiel ein rauschfreies Foto haben, da musst du den ISO selbst bestimmen. Du hast vielleicht eine Situation, wo nicht unbedingt eine schnelle Verschlusszeit vonnöten ist, aber du hast eine schlechte Lichtsituation, dann wird deine Kamera immer im Automatikmodus oder auch im Halbautomatikmodus mit Sicherheit hier eine schnellere Verschlusszeit wählen und eher mit dem ISO hochgehen. Wenn du den ISO selber bestimmen kannst, würde ich zum Beispiel immer mit dem ISO so weit wie möglich runtergehen und dann, wenn die Situation und das Bild es zulässt, lieber die Verschlusszeit verlängern. Kann auch einen guten Effekt erzeugen. Denn was ist mit dem ISO? Ganz klar, gut, heutige Kameras sind ja schon so rauscharm, dass man auch mal mit einem hohen ISO arbeiten kann. Aber Bildqualität mit einem hohen ISO ist natürlich klar, nimmt ab, das Rauschen nimmt zu und dann hast du vielleicht nicht mehr so ein knackscharfes Foto, wie du es vielleicht hättest haben können, wenn du den ISO selber eingestellt hättest. Probier auch hier mal, was ist das Verhältnis zwischen ISO und Verschlusszeit oder ISO und Blende, was verändert sich da? Versuch durchaus den ISO so gering wie möglich zu halten. Heute mit modernen Kameras kann man auch mal ein bisschen höher gehen. Auch ein ISO 1600 ist heute teilweise kein Problem.
Aber dein Foto ist nicht so rauscharm und nicht so knackscharf, als wenn du ein ISO 100 oder 200 verwendet hättest. Deshalb überlass nicht immer die Auswahl des richtigen ISO-Wertes deiner Kamera, sondern versuch hier auch mal manuell den ISO einzustellen. Schau, wie sich die Einstellungen verändern. Passt es zu deinem Bild? Es funktioniert nicht immer. Manchmal ist es auch wirklich sinnvoll, die ISO-Automatik einzuschalten, um das der Kamera zu überlassen. Aber Beispiel Landschaftsfotografie, da hast du Zeit, probier dich aus und verwende lieber einen niedrigen ISO, damit du auch ein schönes, knackscharfes und nicht verrauschtes Foto bekommst. Fehler Nummer 7, du versteckst dich beim Fotografieren jetzt hinter deiner Kamera. Natürlich, du bist fit in den ganzen Einstellungen und machst jetzt deine Fotos. Aber was du dabei vielleicht vergisst, ist, auch mal vor der Kamera aufzutauchen und dir mal die Umgebung anzuschauen. Natürlich, der Sucher, der bietet dir den Blick durch die Kamera und du hast hier eine freie Motivwahl. Aber oft ist es besser, sich wirklich mal hinter der Kamera hervorzuwagen und sich mal in der Umgebung umzugucken. Wo ist vielleicht ein anderer Spot? Wo kann ich hin? Wo habe ich noch etwas im Vordergrund, was vielleicht mein Bild aufwertet? Wo kann ich eine Unschärfe erzeugen? Wie funktioniert mein Bildaufbau am besten? Beziehungsweise wo positioniere ich mich, damit ich einen interessanten Bildaufbau bekomme? Ganz schwierig ist natürlich, wenn ihr Menschen fotografiert. Ihr macht eine Porträtfotografie und nutzt quasi die Kamera als Schutzschild für euch selbst. Vielleicht auch, weil noch ein bisschen Unsicherheit dabei ist. Das ist ganz schwierig, denn dann, wenn ihr eine Unsicherheit zeigt hinter der Kamera, wird es auch schwierig für denjenigen, der vor der Kamera steht, da entspannt zu sein und lässig auf dem Foto zu wirken. Da ist ganz wichtig, hinter der Kamera vorgehen, mit dem Gegenüber quasi mit eurem Motiv sich zu unterhalten, das Ganze ein bisschen aufzulockern und schon kriegt ihr viel schönere, aufgelockertere Fotos. Also nicht nur hinter der Kamera verstecken, nicht nur auf die Technik achten und durch den Sucher schauen, sondern auch mal Kopf vornehmen vor der Kamera, aus dem Sucher raus das Auge und mal gucken, was gibt die Umgebung noch so her, was könnte sich noch an tollen Motiven hier hervortun, was ich vielleicht gar nicht sehe, wenn ich oben nur durch den Sucher gucke. Fehler Nummer 8. Du hast Angst beim Fotografieren Fehler zu machen. Natürlich ist man vielleicht am Anfang ein bisschen verunsichert. Du bist irgendwo an einem bestimmten Ort, möchtest ein tolles Foto machen und weißt jetzt nicht so genau, tja, ist das jetzt die richtige Einstellung oder nicht? Mache ich jetzt ein Foto oder mache ich lieber keins? Probiere ich noch ein bisschen an den Einstellungen. Ich kann dir sagen, mach ein Foto, dann verändere deine Einstellung und dann mach noch ein Foto. Denn Fehler zu machen gehört zum Fotografieren dazu, wie zu jedem anderen Hobby auch. Selbst mir unterlaufen immer noch Fehler, die sind vielleicht nicht mehr ganz so gravierend, aber so kleine Patzer sind bei mir auch beim Fotografieren immer noch mit bei. Ganz fehlerfrei, brauchen wir auch nicht erzählen, ist überhaupt kein Fotograf, wer das behauptet. Also das bezweifle ich sehr stark. Probier dich aus, mach deine Fehler, denn nur aus deinen Fehlern kannst du ja lernen. Wenn du bewusst Fehler machst, auch bewusst Fehler machst, das ist ganz wichtig, und sie dann auch erkennst, dann kannst du sie beim nächsten Mal vermeiden und daraus lernst du. Also habt keine Angst, Fehler beim Fotografieren zu machen. Die gehören einfach dazu. Macht eure Fehler, lernt daraus und nur dann könnt ihr in der Entwicklung bei der Fotografie, bei eurer eigenen Fotografie auch besser werden. Fehler Nummer 9. Du fotografierst ausschließlich im JPEG-Format. Das ist ein Fehler, den Anfänger natürlich immer wieder machen. Wenn deine Kamera die Möglichkeit hat, dass du im JPEG und im RAW-Format fotografieren kannst, dann solltest du definitiv in beiden Formaten fotografieren. In erster Linie höre ich das immer, ich fotografiere nur im JPEG, denn dann passen ja viel mehr Fotos auf meine Speicherkarte. Das ist durchaus richtig, aber was du dabei nicht bedacht hast, ist, dass du natürlich ein JPEG nicht so gut nachbearbeiten kannst, wie es das RAW-Format ist. Deshalb mein Tipp, fotografiere immer in beiden Formaten, ein JPEG und ein RAW. Selbst wenn du jetzt im Moment gerade sagst, du bist am Anfang der Fotografie, mir reicht das JPEG, was aus der Kamera kommt. Ich möchte gar kein RAW nachbearbeiten, wird es aber früher oder später so sein, dass du dich in deiner Fotografie weiterentwickelst und dass du vielleicht irgendwann an dem Punkt bist, wo du Bildbearbeitung machen kannst. Das heißt, du kramst Fotos raus, die du vielleicht vor einem Jahr gemacht hast, hast einen super Spot, ein super Foto, möchtest jetzt das Beste rausholen aus deinem Foto und nur das kannst du mit einer RAW-Datei. Jetzt guckst du auf deine Festplatte und stellst fest, Mensch, alles nur im JPEG fotografiert. Dann ist es schade ums Foto. Aus einem JPEG kannst du eine gewisse flache Nachbearbeitung herausholen, aber so richtig funktioniert das wirklich nur bei einer RAW-Datei. Eine RAW-Datei ist eine Rohdatei. Sie enthält ein Vielfaches an Dateninformationen eures Fotos, wie es in der JPEG-Datei vorhanden ist. Deshalb, liebe Leute, nicht auf eine Speicherkarte gucken. Die gibt es heute auch wirklich Speicherplatz. 128 GB kriegst du im Angebot, 25, 30 Euro. Da spart ihr an der falschen Stelle, wenn ihr dafür nur im JPEG fotografiert, anstatt hier die RAW-Datei gleich mit abzuspeichern.
Und ihr werdet sehen in der Nachbearbeitung, vielleicht seid ihr auch so weit, dass ihr schon mal euch an die Nachbearbeitung traut, dann könnt ihr ganz andere Bildergebnisse aus einer RAW-Datei rausholen. Ein ausgebrannter Himmel, ein vermeintlich ausgebrannter Himmel, den könnt ihr in einer RAW-Datei in der Regel schon mal retten und dann sieht es plötzlich ziemlich cool aus, euer Bild, wenn der Himmel nicht nur weiß ist, sondern wenn ihr auch eine Wolkentextur habt. Und andere Details könnt ihr natürlich auch mit einer RAW-Datei ganz anders herausarbeiten. Deshalb mein Tipp, Leute, wer nur im JPEG fotografiert im JPEG und im RAW-Format bzw. speichert eure Fotos durch die Kamera im JPEG und RAW-Format. Das ist das Allerbeste, wie ihr eure Sachen für eine gute Nachbearbeitung aufbewahren bzw. speichern könnt. Also nicht nur sagen JPEG, hey, da kriege ich 500 Fotos mehr auf meine Karte oder 5000 oder 50.000, da passen ja heute ein Haufen Fotos schon rauf auf so eine Karte, sondern speichert immer im JPEG und im RAW-Format. Ihr werdet eines Tages, selbst wenn ihr es jetzt noch nicht macht, werdet es aber nicht bereuen und ihr werdet die RAW-Datei dann auch zu schätzen wissen. Und zu guter Letzt Fehler Nummer 10, der Königsfehler, der begangen werden kann. Du kaufst dir die allerneueste Kamera, sie muss super teuer sein, weil du denkst, mit der Kamera, da mache ich jetzt auch bessere Fotos. Natürlich bieten neue Kameras neue Features und neue Funktionen. Aber machen sie dein Foto gleich auch besser? In den meisten Fällen leider nicht. Denn wenn du grundlegend mit deinen Fotoergebnissen unzufrieden bist, liegt es oftmals gar nicht an den Funktionsumfang deiner Kamera, sondern es liegt daran, dass du das Potenzial deiner Kamera, die technischen Möglichkeiten deiner Kamera gar nicht ausreizt. Du fotografierst nur im Automatikmodus, dann nützt es dir auch nichts, wenn du dir die neue, teure Kamera kaufst und dort auch im Automatikmodus fotografierst, denn das Bildergebnis wird dann ein ähnliches sein. Tatsächlich ist es so, dass man sich erstmal wirklich mit den technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten seiner eigenen Kamera beschäftigen sollte. Und dann macht es manchmal vielleicht auch Sinn, sich einfach nur ein neues, besseres Objektiv zu kaufen, um dann auch bessere Fotos zu machen. Denn gerade ein tolleres Bouquet macht nicht die Kamera, sondern das macht das Objektiv. Und das ist auch ein Irrglaube, den viele haben, dass man eben mit der bestehenden Kamera, die man hat, weil die ist ja schon 2-3 Jahre alt und die ist ja nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Und deswegen sehen auch meine Fotos nicht so aus wie die Fotos der anderen Fotografen, die ich alle sehe, denn die haben ja eine neue Kamera. In der Regel ist das Quatsch. Man kann auch mit einer alten Kamera, du kannst sogar mit einer analogen Kamera super Fotos machen, da musst du nicht die teuerste und neueste Kamera haben. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass du dich mit den technischen Grundvoraussetzungen der Fotografie auskennst. Blende, Verschlusszeit, ISO und dann mal schaust, was kannst du da gewinnbring an deiner Kamera verwenden. Und dann wirst du staunen, was wahrscheinlich deine Kamera, die du da hast, die du zu Hause hast, die du einfach nur bis jetzt in der Funktion vernachlässigt hast, was die für tolle Bildergebnisse liefern kann. Und dann kannst du zum Schluss sogar noch, wenn du im RAW fotografiert hast, das i-Tüpfelchen in der Bildbearbeitung rausholen. Also überlegt genau, bevor ihr euch eine neue, teure Kamera kauft, ist das wirklich notwendig? Ist es vielleicht nicht sogar günstiger, wenn ich mir ein besseres Objektiv kaufe, als das, was ich drauf habe, um damit dann auch bessere Fotos zu machen? So ihr Lieben, das waren so meine 10 typischen Anfängerfehler der Fotografie, die ich immer so nicht nur höre, sondern einfach mal aus dem herausgefiltert habe, was ihr auch mit mir kommuniziert. Viele stellen mir Fragen per E-Mail, per Instagram, kann meine Kamera dies, kann meine Kamera das, muss ich lieber eine neue Kamera kaufen, damit ich so ein Foto machen kann und was kann ich besser machen? Und da habe ich euch jetzt mal so diese 10, ich möchte es mal Fehler nennen, in der Fotografie, die viele Einsteiger machen, herausgefiltert. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Fehler auch schon gemacht oder ihr sagt, Mensch, ich habe noch einen ganz anderen Fehler, den würde ich hier gerne mal anbringen. Dann schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentarleiste. Ansonsten, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir fürs Video natürlich gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.